Du stehst nach der Trennung vor dem Spiegel und fragst dich, wie konnte das passieren? Wie konnte ich das so lange aushalten? Was ist nur aus mir geworden? In diesem Video zeige ich dir eine einfache Art, wie du Selbstvertrauen und innere Stärke wieder aufbauen kannst, um aus diesem Schmerz herauszukommen. Diesen Blick in den Spiegel, diesen Moment, wo die Tränen laufen, Wut und Enttäuschungen hochkommen, die kenne ich. Diese Situation wollte ich am liebsten die Schuld meinem Ex-Partner geben. Vielleicht hast du es auch schon versucht, die Schuld wegzuschieben, nur um den Schmerz nicht fühlen zu müssen, um irgendwo ein kleines Stück Glück zu finden. Du hast bestimmt auch bemerkt, dass dieses kurze Gefühl nicht lange anhielt. Und ich sage dir auch, warum dieses Gefühl nicht anhielt. Damit du keine alltagsgetreue, sofort anwendbaren Tipps mehr verpasst, abonniere den Kanal. 80% meiner Klientinnen können sich am Anfang nicht in den Spiegel schauen. Sie schämen sich, verachten sich. Der Blick in die eigenen Augen tut weh. Aber genau da beginnt der Wendepunkt. All die Jahre hast du Situationen akzeptiert, dich angepasst, dich selbst verloren. Wo warst du mit deinen Bedürfnissen? Viele Frauen wurden von ihrem Ex-Partner nicht gesehen und haben sich selbst irgendwann auch nicht mehr gesehen, weil sich dieses Verhalten über die Jahre ins Unterbewusstsein integriert hat. Stell dir einmal vor, du hast eine große Truhe vor dir. In diese Truhe hat es ganz viele alte Erinnerungen und dieses Verhaltensmuster ist gut eingebettet zwischen all den verschiedenen alten Mustern. Der Moment, in dem du dich nach der Trennung im Spiegel ansiehst und ehrlich hinschaust, ist schmerzhaft. Aber er ist auch der Beginn von etwas Neuem. Genau diese Zeit hat mir gezeigt, aus der tiefsten Krise kann auch echte Selbstliebe und Stärke wachsen. Als ich erkannt habe, dass sich so viele alte Muster sich in dieser Truhe befanden, die mich einschränken, dass ich mich nicht glücklich fühlen kann, dass ich mich nicht mit einem zufriedenen Lächeln im Spiegel betrachten kann. All dies hat dazu geführt, dass ich mir die Frage stellte, wie kann ich dies ändern? Was genau muss ich verändern? Die Spiegelübung. Mir hat diese Übung enorm geholfen. Ich habe mich dazu mal vor den Spiegel gestellt und mir gesagt und vor allem in die Augen geschaut und mir gesagt, ich bin wichtig. Es kann sein, dass es für dich ziemlich schwierig war. Für mich war es enorm schwierig, mich so zu betrachten. Aber mit der Zeit, als ich das immer wie mehr und regelmäßiger durchgeführt habe, habe ich mich auch mit dem, was ich gesagt habe, mich verbunden. Und es hat sich immer viel besser angefühlt. Und dies ermöglicht deinem Unterbewusstsein eine neue Prägung anzueignen. Als Frau hast du die Fähigkeit, so vieles zu meistern, aber wie sieht es eigentlich mit deinen Gefühlen aus? Erlaub dir auch einmal traurig, wütend, enttäuscht zu sein. Schreib dir vielleicht auch deine Gedanken oder deine Gefühle auf. Das hat mir auch geholfen, mehr Klarheit zu bekommen, um mich besser zu verstehen. Jede Frau hat trotz ihren grandiosen Stärken auch Schwächen. Die gehören einfach dazu. Und die sind auch wichtig und die sind gut so. Die darfst du auch akzeptieren. Sonst fühlen wir uns nicht ausgeglichen. Und das ist ja das, was enorm wichtig ist, dieses Gleichgewicht wieder zurückzubekommen. All diese verschiedenen Schritte haben mir langsam Schritt für Schritt wieder mehr Selbstbewusstsein gegeben. Vergiss nicht, kleine Schritte zählen. Rückschläge sind normal und gehören zum Neuanfang dazu. Du musst nicht perfekt sein. Jeder Tag, an dem du dir selbst ein Stück näherst, ist ein Erfolg. Hab Geduld mit dir und erkenne an, wie mutig du bist, dich deinem Schmerzen zu stellen. Du bist nicht alleine mit deinen Gefühlen und es ist auch okay, Zeit zu brauchen. Vertraue darauf, dass in dir eine Kraft wohnt, die dich durch diese schwere Zeit trägt, auch wenn du sie gerade vielleicht jetzt noch nicht spürst, was es dir heute noch niemand gesagt hat. Du bist gut so, wie du bist.
Du bist die wichtigste Person in deinem Leben. Deine Tanja.